Und jetzt noch zu einer besonderen Liebe fürs Leben. Verrückterweise sind Ost-West-Paare auch nach fast 35 Jahren Wiedervereinigung noch eine seltene Kombination. Gerade mal 5% aller deutschen Paare haben so eine Verbindung. Und dazu werden in der Statistik nicht nur die mit Trauschein gezählt, sondern auch diejenigen, die einfach so in besonderer Beziehung miteinander unter einem Dach leben. Aber warum sind das so wenige? Passt das Leben miteinander nicht, weil das Leben ohne einander sie so stark geprägt hat? Petra Heißen war mittendrin in Schwerin, wo übermorgen der Tag der deutschen Einheit gefeiert wird. Und da hat sie offenbar ein Ausnahmepaar zwischen Ost und West getroffen. Dana aus Schwerin und Andreas aus Halle in Westfalen. Seit 7 Jahren sind sie zusammen, seit 4 Wochen verheiratet. Neugierig beobachten sie, was die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns zur Einheitsfeier auf die Beine stellt. Andreas hätte nie gedacht, mal wegen der Liebe nach Schwerin zu ziehen. Früher war er als Berufskraftfahrer öfter im Osten unterwegs. Wenn man in die Städte guckt, wie sie früher aussahen, ich kannte die ja nur von früher alle, also nach dem Mauerfall, die haben alle grottenhässlich ausgesehen. Und wenn ich mir das jetzt angucke, was ich hier sehe, dieses alte graue Schloss, was da war, wenn ich mir das jetzt angucke, ist das eines der schönsten Schlösser, die ich mittlerweile kenne. Dana lebt schon immer in Schwerin und kocht gerne noch typische DDR-Gerichte wie Lungenwurst. Das erinnert sie an ihre Kindheit. Als Andreas zu ihr zog, war ihre Familie erst skeptisch. Als sie ihn dann kennengelernt haben, natürlich. So ein arroganter Kerl und ist ja so großkotzig. Ne? Ja, er hat ja so den Bessie raushängen lassen. Auch die 55-Jährige eckte bei Andreas Familie mit ihrer lebhaften Art erst an. Mittlerweile verstehen sie sich alle gut. Die beiden spüren kaum noch Ost-West-Unterschiede, außer beim Gehalt. Dana arbeitet in einem Insolvenzbüro mit Zweigstellen im Osten und im Westen. Dann merkt man schon, dass die Kollegen in den alten Bundesländern ein anderes Gehalt haben, als ich hier in den neuen Bundesländern. Das ist immer noch. Rückblickend hatte sie in der DDR eine glückliche Jugend, sagt Dana. Ihr Alltag sei vom starken Gemeinschaftsgefühl geprägt gewesen. Sie fühlte sich sicher, verbrachte viel Zeit in der Natur. Doch nach einem Urlaub am Plattensee in Ungarn erlebte sie die Schattenseiten der DDR. Ich habe dort jemanden, also damals aus dem Westen kennengelernt, einen jungen Mann, und wir haben einen sehr regen Austausch dort gehabt. Auch, wie ist es bei euch, wie ist es bei uns? Und als ich dann wieder zu Hause war, wollte man weiter kommunizieren. Und irgendwann kam ich dann nach Hause und meine Post, die ich abgeschickt hatte in den Westen, lag dann von der Stasi gebracht auf dem Tisch. Und das gab dann natürlich Ärger. Und verbaute ihr auch ihre beruflichen Ziele. Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, doch nach diesem Vorfall bekam sie von ihrer Schule keine Empfehlung mehr für das Abitur und konnte deshalb nicht studieren. 1989 kam die Wende, doch während die meisten den Mauerfall feierten, hatte Dana Angst vor der Zukunft. Und ich habe angefangen, richtig doll zu weinen. Wirklich, weil ich war ja so überzeugt, dass wir das richtig machen. Ne? Also ich habe aber auch im Umfeld gesehen, dass viele, die auch gefeiert haben, den Mauerfall, eben danach mit der Realität konfrontiert wurden. Plötzlich wurden sie arbeitslos. Sie haben 30 Jahre in der Firma gearbeitet, jetzt sind sie plötzlich arbeitslos. Heute ist sie aber glücklich, dass die Mauer gefallen ist, denn so können sie zusammen mit dem Bulli reisen quer durch Deutschland. Mit ihrer ostdeutschen Mentalität hätte Dana ihn geerdet, sagt Andreas. Dass hier an erster Stelle genau der Gegensatz vom Kapitalismus steht, also eben halt der Zusammenhalt der Familie, und das durfte ich von ihr sehr durchaus lernen, und sie ist auch sehr hartnäckig und lässt da auch nicht nach. Dana merkt erst seit der Beziehung mit Andreas, dass die DDR sie gehemmt hat, ihre Träume zu leben. Dass ich hier viel größer denken darf, wie zum Beispiel, du schreibst so gut, schreib doch mal ein Buch. Und dass ich halt umsetzen kann. Also auch mit dem Job, wenn du unglücklich bist, kündige doch einfach und such dir einen neuen. Habe ich mich nicht getraut, ne, in meinem Alter, und wenn mich noch, hat alles geklappt, neuen Job, zufrieden. Auf dem Prival an der damaligen Grenze hat Andreas Dana einen Heiratsantrag gemacht. Beide wünschen sich, dass Ost und West in der nächsten Generation gar kein Thema mehr sind und dass beide Seiten weiterhin voneinander lernen. Tja, hoffentlich. Und jetzt noch schnell der Blick